Der ängstliche Kanzlerkandidat Friedrich Merz steht nun im Mittelpunkt. Wo ist eigentlich, und die Frage muss ja auch gestattet sein, wo ist eigentlich Olaf Scholz? Dieser führt nämlich gemäß Grundgesetz immer noch die Amtsgeschäfte. Meine Damen und Herren, was ein Schauspiel, das Sie den Bürgern und unseren Wählern zumuten. Das höchste Gut des Politikers, werte Kollegen, ist die Glaubwürdigkeit. Mit diesen peinlichen Aktionen, werter Herr Merz, haben Sie Ihre schon komplett verspielt. Die Wähler fühlen sich von Ihnen betrogen, und das zu Recht. Und sind Sie sich eigentlich sicher, dass Sie jemals Bundeskanzler werden? Und dass Sie kein Rückgrat haben, Herr Merz, das haben wir im Wahlkampf gespürt, und das wissen wir alle. Aber dass Sie mittlerweile komplett wirbellos sind, das werden Sie heute mit dieser Abstimmung beweisen. Hey Leute, willkommen in der Realität. Ungeschönt, ungefiltert, unangenehm für die da oben. In seiner Rede rechnet Tino Kruppalla heute ordentlich mit Friedrich Merz ab. Der AfD-Chef packt aus und zeigt, wie der CDU-Politiker in seinen eigenen Fehlern steckt. Glaubt ihr, Merz hat noch eine Chance auf die Kanzlerschaft, oder hat er sich mit seinen wackeligen Positionen selbst erledigt? Schaut euch das an. Kruppalla wird immer stärker in seinen Reden und nimmt kein Blatt mehr vor den Mund. Ein historischer Moment, den ihr nicht verpassen dürft. Liken, abonnieren und vor allem kommentieren, wenn ihr mit Kruppalla übereinstimmt oder was zu Merz Politik sagen wollt. Auf geht's! 3 Monate ist es nun her, als Bundeskanzler Scholz die Vertrauensfrage stellte. Ausgangspunkt war die Schuldenpolitik, an der die Ampelkoalition zerbrach. Den Bürgern wurde einerseits versichert, dass es kein Weiter so geben kann. Andererseits wurden politische Prozesse gelähmt. Dem 20. Deutschen Bundestag, eben dieser hier, wurde abgesprochen, dass er noch Entscheidungen von Tragweite treffen könne. Denn es sollten Neuwahlen geben und erst das neue Parlament. Und die neue Bundesregierung solle die Verantwortung für die Zukunft Deutschlands tragen. Alle, die sich erinnern wollen, wissen, wie viele Anträge vom Präsidium aus in die Ausschüsse zurücküberwiesen wurden. Nichts sollte möglich sein. Ein Intermezzo bot noch die Abstimmung zur Migrationskrise. Hier versuchte die CDU, etwas ungelenkt das Leitthema des Bundestagswahlkampfs auf ihre Seite zu ziehen. Im Ergebnis zog sich Friedrich Merz endlich zurück und gelobte Besserung. Denn Brandmaurer Merz versicherte, mit der Alternative für Deutschland kann man nicht zusammenarbeiten. Und dann kam das große Zittern zur Bundestagswahl am 23. Februar. Jetzt war klar, die Mehrheiten werden sich ganz sicher verschieben. Und plötzlich war alles anders. Der abgewählte 20. Deutsche Bundestag wird benutzt, um die zukünftige Bundesregierung zu zementieren. Und natürlich, weil sie nur hier die Mehrheiten haben. Denn obwohl heute die Mehrheit der neu gewählten Abgeordneten hier ist und heute die Konstituierung stattfinden hätte können. Der ängstliche Kanzlerkandidat Friedrich Merz steht nun im Mittelpunkt. Wo ist eigentlich, und die Frage muss ja auch gestattet sein, wo ist eigentlich Olaf Scholz? Dieser führt nämlich gemäß Grundgesetz immer noch die Amtsgeschäfte. Meine Damen und Herren, was ein Schauspiel, das Sie den Bürgern und unseren Wählern zumuten. Das höchste Gut des Politikers, werte Kollegen, ist die Glaubwürdigkeit. Mit diesen peinlichen Aktionen, werter Herr Merz, haben Sie Ihre schon komplett verspielt. Die Wähler fühlen sich von Ihnen betrogen, und das zu Recht. Und sind Sie sich eigentlich sicher, dass Sie jemals Bundeskanzler werden? Denn das ist doch Ihr einziges Ziel. Deshalb feilschen Sie mit den Inhabern der alten Mehrheiten. Ihnen geht es doch gar nicht um die Zukunft Deutschlands. Ihnen geht es um Ihre Kanzlerschaft. Und es ist Ihnen jedes Mittel recht, um nicht der nächste gescheiterte Bundeskanzlerkandidat Ihrer Partei zu werden. Und dass Sie kein Rückgrat haben, Herr Merz, das haben wir im Wahlkampf gespürt, und das wissen wir alle. Aber dass Sie mittlerweile komplett wirbellos sind, das werden Sie heute mit dieser Abstimmung beweisen. Sie taktieren und versprechen jedem fast alles. Und es scheint ja ziemlich einfach zu sein. Wenn 50 Milliarden nicht reichen, sind es eben dann 100 Milliarden, die Sie für die gescheiterte Regierungspartei Die Grünen zur Verfügung stellen. Das Problem ist allerdings, Sie
finanzieren ihre Machtoption auf Bundeskanzler durch Schulden für die zukünftigen Generationen, für unsere Kinder und Enkelkinder und wollen sie dann am Ende vielleicht sogar noch in den Krieg schicken. Sondervermögen nennt sich die neue Art der Staatsverschuldung. Amüsant ist, dass Bundeskanzler Scholz diese während des Wahlkampfs genauso in einer Politik-Talkshow genauso benannt hat. Jetzt übrigens macht er das, was er am besten kann. Er schweigt und lässt einfach alles so geschehen. Das Instrument eines Sondervermögens wird inflationär missbraucht, um zielungenaue Investitionen durchzuführen. Dabei wäre es so wichtig, den genauen Bedarf zu bestimmen, damit diese Gelder eben nicht auch noch ins Leere laufen oder durch teure Beraterverträge verloren gehen. Die Stellen in den Bundesministerien wachsen seit Jahren stetig an. Allerdings scheint aber kein Bundesminister der vergangenen Jahrzehnte die richtigen Leute gefunden zu haben, die sich auf ihr Fach verstehen. Auf der einen Seite von Entbürokratisierung sprechen, auf der anderen genau diese massiv ausbauen. Wem dient das, außer den Behörden und den Parteien, die dahinter stecken? Warum wird das Bundeskanzleramt vergrößert und warum werden nach Bundestagswahlen noch schnell attraktive Posten für ehemalige politische Mitarbeiter und Weggefährten geschaffen? Das könnte Frau Paus ja mal hier kurz erläutern. Das Thema Glaubwürdigkeit hatte ich ja bereits erwähnt. Sie machen sich den Staat sprichwörtlich wirklich zur Beute. Und das ist die wirkliche Notlage in diesem Land. Und meinen Sie wirklich, dabei wirklich den Rückhalt der Bürger noch zu haben? In Ihrer Parallelwelt verirrt sich doch kaum noch jemand. Es versteht auch niemand mehr, für wen Sie eigentlich Politik machen. Das schadet wirklich der Demokratie, Frau Hasselmann. Sie können sich wirklich alle glücklich schätzen, dass wir als Alternative für Deutschland als politischer Mitbewerber für eine sagenhaft hohe Wahlbeteiligung gesorgt haben. Aber schauen wir uns mal das Sorgenkind Landesverteidigung an. Kann diese durch die aktuelle Bundeswehr eigentlich noch sichergestellt werden? Natürlich kann sie das nicht. Die Hauptursache ist der jetzige Aufbau der Bundeswehr selbst, beispielsweise bei der Überbürokratisierung im Beschaffungswesen. Kasernen wurden geschlossen, die Standorte verkauft, Depots geschlossen, Material ins Ausland verkauft oder verschenkt. An welcher Stelle möchten Sie denn beginnen zu investieren? Um sich die Stimmen der Befürworter zu sichern, führen Sie die sofortige Wiedereinführung der Wehrpflicht ins Feld. Die CSU möchte das sogar bis zum Jahresende umsetzen. In welchen Kreiswehrersatzämtern, die es nicht mehr gibt, wollen Sie eigentlich die neuen Soldaten mustern? Sie sehen, werte Kollegen, dieses für Deutschland wichtige Thema wird von noch nicht Kanzler Merz zur Klebefalle für seine Mehrheiten gemacht. Durch Donald Trump meinen Sie ja alle nun, es sei ihm plötzlich der einzige ausländische Partner verloren gegangen. Tja, man sollte sich eben nicht einseitig orientieren, Herr Merz. Schmerzlich wird Ihnen nun nämlich vor Augen geführt, dass die US-Amerikaner nun ihre eigenen Interessen in den Vordergrund stellen. Was für eine Überraschung! Und ich frage Sie, welche sind denn eigentlich unsere Interessen? Wie soll die deutsche und europäische Sicherheit eigentlich gewährleistet werden? Wo bleibt denn die europäische Sicherheitsarchitektur? Warum sprechen Sie niemals über Ihre Perspektive eines friedlichen Europas aus deutscher Sicht? Sie meinen jetzt, Sie können den Ukraine-Krieg als Legitimation für eine neue Teilung des europäischen Kontinents heranziehen. Wir aber brauchen keine neuen Freund-Feind-Bilder, wie Sie heute schon skizziert haben, Herr Merz. Und eine sogenannte Kriegstüchtigkeit brauchen wir auch nicht. Sie gehört in eine andere Epoche. Wir brauchen dauerhaften gemeinsamen Frieden auf dem gesamten Kontinent Europa. Dieses Signal muss in die Welt gehen. Der alte Kontinent muss seine Interessen finden, verhandeln und geschlossen hinter ihnen stehen. Und dabei spielt Deutschland eine maßgebliche Rolle. Die Welt schaut dem deutschen Treiben schon eine ganze Weile ratlos zu. Dieses hilflose Stolpern muss endlich ein Ende haben. Niemand schenkt einem Land Vertrauen, das sich selbst nicht traut und keinen Plan für die Zukunft entwickelt. Und das gilt für die Bürger ebenso wie ausländische Partner und auch die eigene Wirtschaft. Der Markenkern deutscher Industrie wurde durch die Automobilindustrie verkörpert, wie durch das Handwerk und den Mittelstand. Dafür kannte und schätzte man uns weltweit. Die neuesten Nachrichten über Stellenausstreichungen bei Audi und VW, die Abwanderung und Insolvenzen machen dabei wenig Mut. Auf den Weg bringen wollen sie nun massive Infrastrukturprojekte. Wieder die Frage, welche denn und wo? Was sind Ihre Prioritäten? Und welche Firma wird diese durch die Steuern und Abgaben, durch Arbeits- und Ausbildungsplätze eigentlich gegenfinanzieren? Meine Damen und Herren, hier soll planlos die Staatsverschuldung in den Himmel getrieben werden.
Ich kann die Subventionspakete wieder nur erahnen, mit denen Sie mit teurem Steuergeld Unternehmen anwerben wollen. Das kennen wir ja bereits alles aus der Vergangenheit. Herr Habeck, Nordvolt in Rheinland-Pfalz bzw. in Schleswig-Holstein mit 600 Millionen Euro, 10 Milliarden für Intel. Es ist ja auch bequemer, immer neues Geld zu drucken, als unternehmerisch die Finanzen zu überprüfen. Denn eines wird seit Jahren einfach nicht angefasst. Wir brauchen einen wirklichen ehrlichen Kassensturz. Und hätte die CDU noch ein Profil, eine DNA, wie es Herr Merz ja immer so schön sagte, würde sie dem auch nachgehen. Ihr ehemaliger Finanzminister Wolfgang Schäuble stand dafür, nur das Geld zu investieren, das durch den Staatshaushalt auch gedeckt war. Und wofür stehen Sie eigentlich, Herr Merz? Sie haben sich mittlerweile die mRNA der SPD einpflanzen lassen. Wir haben Steuereinnahmen in Rekordhöhe und kommen damit nicht zurecht. Warum eigentlich nicht? Sie möchten den deutschen Steuerzahler ihre Misswirtschaft als Investitionsplan verkaufen. Aber Sondervermögen sind und bleiben Sonderschulden. Dem werden wir ebenso wenig zustimmen wie jeder Unternehmer, der sich mit so einem Verhalten direkt in die Insolvenz begeben würde. Ich gebe Ihnen ein kurzes Rechenbeispiel. 1 Billion Schulden, die Sie heute verabschieden wollen. Sonderschulden würden bei einem Zinssatz von aktuell 2,9% in 10 Jahren 100 Milliarden Euro Zinsen bedeuten. 100 Milliarden Euro Zinsen. Und auch interessant ist, wie wichtig Ihnen diesmal die Wissenschaft ist. Sind die Ökonomen und die Wirtschaftswissenschaftler eigentlich weniger qualifiziert als die Impfärzte der Corona-Zeit? Und was ist mit der Klimaneutralität? Dieses strategische Ziel möchte und muss ich gar nicht bewerten. Aber Sie wollen es im Grundgesetz festschreiben und bis 2045 umgesetzt haben. So vermessen ist nicht einmal die EU. Und das soll schon was heißen. Und Herr Söder meint übrigens, es sei kein Staatsziel, auch wenn es im Grundgesetz verankert ist. Also auch das ist eine interessante Lesart des Grundgesetzes. Werte Kollegen, Sie haben den Bogen nun endgültig überspannt. Sie machen sich und dieses Parlament vollends unglaubwürdig. Und das werden wir so nicht stehen lassen. Und die wenigen Wähler der CDU in meinem Wahlkreis Görlitz fragen mich jetzt schon, Herr Kruppalla, wann sind eigentlich Neuwahlen? Und ich appelliere an alle Kolleginnen und Kollegen, insbesondere der CDU-CSU-Fraktion. Viele von Ihnen sind direkt gewählt, haben Kontakte zu den Bürgern, Unternehmen, Verbänden. Folgen Sie Ihren Erfahrungen und der Freiheit Ihres Mandats. Stimmen Sie gegen diese Gesetzentwürfe und damit für unser Grundgesetz und für Deutschland. Vielen Dank. Tino Kruppalla hat definitiv einen Punkt. Es ist wirklich auffällig, wie wenig man von Scholz hört, gerade in einer Zeit, in der Führung und klare Ansagen gefragt werden. Die Frage, die sich viele stellen, was macht eigentlich Scholz die ganze Zeit? Der ist einfach abgetaucht, obwohl er ja noch Kanzler ist. Stattdessen tut Merz so, als sei er schon Kanzler. Dabei hat er noch nicht mal das Vertrauen der breiten Masse. Ich hoffe wirklich, dass er nicht Kanzler wird, denn er scheint mir nicht der richtige Mann für den Job zu sein. Tino bringt die Dinge genau auf den Punkt und spricht aus, was viele denken. Die Rede war wirklich grandios und hat nochmal verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass Politiker endlich Verantwortung übernehmen und nicht nur auf Machtspiele aus sind. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.